So, heute möchte ich euch einen brutalen Geheimtipp seit Jahren vorstellen. Ich habe den auch immer die ganze Zeit hier seit Jahren. Ich habe den, glaube ich, noch nie vorgestellt. Und zwar von Mancera Oud Lemon Mint. Ja, ihr liest es ja schon aus dem Wort, aus dem Titel oder aus dem Namen des Duftes. Oud, Zitrone und Minze. Aber ist das auch wirklich gut? Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Yes! Man sprüht ihn also erstmal. Ein schöner Sprühnebel. Oh, sehr, sehr nice. Oh, und eine DNA, die habt ihr zu 95% so nicht zu Hause stehen. Ja, sage ich euch. Und ich wollte den doch schon fast verkaufen. Der stand immer hinten, ich habe immer, nee. Und dann habe ich ihn jetzt wirklich 1, 2, 3 Mal getragen. Und habe gedacht, warum wollte ich den verkaufen? Bin ich krank? Geiler Duft. Ihr bekommt eine schöne Zitrone an Anfang und gleich die Mandel, aber eine sehr stumpfe Mandel, nicht dieses übliche Mandelkram, am besten so kastrierte Mandel, nein, diese, wie heißen die da auf dem Jahrmarkt oder auf der Kirmes, gebrannte Mandeln, nein, sowas nicht da, wo schon die ganze, so süß ist, nein, richtige Mandeln. So, Mandel ist nicht süß, also, und das bekommt ihr richtig schön und dann kommt Koriander. Für viele wird wahrscheinlich sagen, oh, Koriander, nein. Also klar, man hat das, aber die DNA, die ihr sofort riecht, ist einfach, wie soll ich sagen, einzigartig, unique. Würde ich fast behaupten. Wirklich. Und deswegen habe ich auch gedacht, der muss einfach ein Einzelvideo bekommen, ja. Dann gesellt sich die Minze, die aber meines Erachtens schon fast natürlich in der Kopfnote ist. Ich wiederhole mich immer. Man sollte das, also das, was man selber riecht, sollte man auf jeden Fall immer, sag ich mal, jemand erzählen, weil jeder riecht natürlich was anderes. Zum Beispiel gibt's in dem Fall jetzt schwierig, aber es kann ja auch Minze drin sein oder sagen wir mal Oud. Und derjenige riecht das gar nicht, aber der andere ja. Deswegen. Und es wird immer mehr in den Inhaltsstoffen meistens reingemacht, als bei Parfumo zum Beispiel oder so steht. So, weil das wird alles too much, dann zu viel. Und für den Endabnehmer ist das zu viel. Manche wissen ja auch gar nicht. Also es sind ja nur die Leute, die auf Parfumo sind. Aber der Rest, der bei Douglas, jetzt sage ich das mal, der bei Douglas oder whatever wo einkauft, der weiß doch gar nicht, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Der findet den Duft gut und gut ist. Auf jeden Fall gesellt sich dann Oud hinzu. Also das, was ich wirklich in meiner Nase rieche, ist wirklich Koriander kaum oder eigentlich wirklich nicht. Ich rieche wirklich das Zitrische, also die Zitrone. Ich merke so ein bisschen dieses Mandelige, aber Oud schokoladige. Und ich bin der Meinung, schokoladig ist da gar nicht drin. Es ist noch Amber mit drin, das weiß ich und so weiter und so fort. Und es ist natürlich Moschus und Vetiver. Vetiver ist schon da. Ich bin der Meinung, es ist aber nicht unbedingt ein erdiges Vetiver. Viele könnten das allerdings, sage ich mal, vielleicht als erdig auffassen. Die Vetiver nimmt auch jede anders wahr, als es, ja, für jede Nase ist das anders einfach. Fakt ist, dass das ein wirklicher Geheimtipp ist. Ich finde auch, dass er sehr maskulin ist, sehr männlich. Es kommt noch was Holziges hinzu in meiner Nase und das kann man wirklich so machen. Und man kann es, also das ist ein Duft, wir kommen gleich nochmal zu Oud oder Oud in dem Fall. Also es ist einfach ein Duft fürs ganze Jahr. So, das ist kein, sagen wir mal, Sommer, es ist kein Frühling, es ist ein Ganzjahresduft. Und das finde ich nice. Man hat also eine schöne zitrische Note, sagen wir mal wie im Sommer, man hat das Udige, minimal, da kommen wir gleich zu den Oud. Und wir haben sowas cremiges, mandeliges, in meiner Sicht rieche ich so ein bisschen schokoladenartiges, ist wie gesagt nicht drin, ambermäßigen Duft. Sehr, sehr nice. Und zum Oud jetzt, ich finde, das ist wirklich, es ist da, ja. Wer natürlich noch gar kein Oud gerochen hat in seinem Leben, der wird hier das Meer rausriechen. Aber eingesessene Leute oder die auch schon öfters mal Oud gerochen haben oder vielleicht sogar getragen haben, die werden das Oud als ganz normal nur im Background wahrnehmen. Es ist zwar da, du merkst es, das finde ich gut, dass man im Endeffekt alles, was du hier liest, auch riecht. Minze ja, aber ich finde, dass man
Also Minze und die Zitrone, also Lemon, Mint, das vermischt sich schon sehr doll und im Endeffekt kommt dann das Uding und der Rest, alles was dann kommt, Vanille ist auch noch mit drin, klar, das brauche ich gar nicht aufzählen, wo ist nicht Vanille drin. So, das habt ihr denn alles. Ja, und wenn wir zur Haltbarkeit kommen, bis über 8 Stunden, locker über 8 Stunden, aber da wiederhole ich mich auch, dass jede Haut anders. Aber Haut und auf den Klamotten sprühen auch einen Unterschied. Sprüht gern auf die Klamotten. Ich habe jetzt meine Frau, also Amelie, mit der ich ja öfters mal Videos mache, die im Background ist, wie Wolowitz, wie die Wolowitz Mutter, weil sie einfach, lass meine Familie so raus, sie möchte einfach auch nicht vor der Kamera sein. Die kennt sich eben aus. So, die ist auch nebenbei, diese Heilpraktikerin, nur mal nebenbei. Und wir haben natürlich, das ist eine andere Geschichte, aber sie ist Heilpraktikerin und sie kann darüber wegen auf Haut sprühen und so weiter. Da wollte ich immer noch dieses Video machen, damit es ausführlich auch wirkt und auch ist. Das wird noch kommen. Ich habe ja schon gesprochen mit ihr. Es wird auch, hoffe ich, bald passieren, dass wir das Video aufnehmen können. Ich sprühe schon lange wenig, also wenn hier und so, hier mache ich das schon gar nicht und hier so und so nicht hier, also das kann ich jetzt schon mal sagen. Das hat auch nichts damit zu tun. Ich bin seit über 30 Jahren, jetzt inzwischen schon 33, 34 Jahre, Parfum-Freak. Ich liebe das eh und je. Und ich habe es früher auch gemacht. Aber ihr müsst hier aussprühen, das hier aufpassen, hier hinzusprühen. Auf die Haut meine ich. Weil die Schilddrüse ist da. Und das ist nicht gut und so weiter und so fort, aber darüber werde ich mehr ein Video mit Amelie machen. So. Und weil meine Frau sehr gut ankommt, ist es einfach auch in dem Fall so und so besser, wenn sie das auch im Hintergrund einfach noch, sag ich mal, professioneller erklärt, weil sie kann das in dem Fall auch. Das muss ich ja auch nicht können. Ich kann euch ich könnte jetzt ja auch 20 Minuten über vieles, ich weiß auch einiges, aber sie kann es einfach besser noch erläutern, erklären. Auf jeden Fall hält er locker 8, 9, 10 Stunden. Die Sillage, ja, ist präsent eine ganze Weile, vor allem in den ersten 3, 4 Stunden. Das lässt nachher ein bisschen nach, aber andere nehmen euch auf jeden Fall immer wahr und ihr euch auch. Aber das ist nicht immer durchgehend. Das kommt darauf an, was für eine Jahreszeit beziehungsweise was für ein Wetter auch gerade ist. Heute zum Beispiel hier ist absolut, obwohl es heute gar nicht so kalt ist in Hamburg. Wir haben 22 Grad, aber es ist sehr schwül. So, und da ist das wieder anders. Es ist immer dann anders, deswegen kann man da nicht so viel sagen. Fakt ist, ich würde mal gerne wissen, ob ihr den Duft könnt. Schreibt mal in die Kommentare und abonniert gerne meinen Kanal. Das kostet nichts, also ja, könnt ihr gerne machen, würde mich freuen. Umso größer, umso besser natürlich, und umso mehr Leute das gucken. Es ist immer ein bisschen schade, dass so wenige Einzelvideos angucken. Das kommt alles von Einzelvideos. Ich mache das schon, seitdem ich hier bin. Es gibt noch einen Creator, oder es gibt 1, 2. Sonst macht es kaum, weil immer nur Listen. Ja, Listen sind geil, aber mal so ein bisschen länger über einen. Vielleicht können das auch nicht jeder, ist auch in Ordnung. Aber ich bin der Meinung, auch dieser Duft habe ich mir gedacht, auch wenn der wahrscheinlich wieder kaum Aufrufe kriegt, leider, aber der hat es einfach verdient. Und die Leute, die es gucken es und die wissen dann eben mehr. Und das ist sehr nice. Ja, und Preis-Leistung übrigens ist ja bei Mancera, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber der ist schon, die sind schon gut Preis-Leistung, was man bei Mancera kriegt, ja. Ja, dementsprechend bin ich durch. Also, Mancera Oud Lemon Mint, das sind 125 ml, 120. Und wenn ihr mal guckt, kriegt ihr den ab und zu mal runtergesetzt. Wenn es den überhaupt noch gibt, aber auch Parfumo bekommt ihr ihn auf jeden Fall. Ja, schönes Teil. Also männlich, schön maskulin trotzdem. Kann allerdings auch eine Frau tragen, wenn sie auf solche Art Düfte steht. Das Oud-Ding ist ja nicht so doll. Also Leute, Freunde, raus bin ich. Und Grüße gehen an meine Mitglieder natürlich auch raus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und denkt dann, wie gesagt, alle Leute, die mich noch nicht abonniert haben, macht es jetzt. Bis zum nächsten Mal.